Ich habe heute die wunderbare Sophie Hundertmark getroffen. Sophie ist bekannt für großartige Chatbot-Konzepte und die Organisation von AI Zürich. Aber Sophie ist auch eine begeisterte Mautic-Userin. Und ich wollte mal herausfinden, wieso ist es eigentlich so? Und hat sie vielleicht ein paar Tricks auf Lager, die sie mit uns sharen würde. Warum hast du dich dafür entschieden, Marketing Automation einzusetzen? Grundsätzlich hat es zwei Gründe gehabt. Zum einen wollte ich gerne meine eigene Effizienz steigern. Das heißt, ich habe gemerkt, wenn ich alle E-Mails manuell rausschicke, manuell nachfasse, dann kostet mich das enorm viel Zeit und das bringt in den meisten Fällen nicht sehr viel mehr, wenn ich das selber mache, anstatt wenn ich das über ein Marketing Automation Tool mache. Und zum anderen kann ich mit einem Marketing Automation Tool natürlich viel schneller, viel persönlicher werden. Das heißt, ich kann direkt, wenn jemand die E-Mail angeklickt hat, wenn er einen Link geöffnet hat, ihm die nächste E-Mail schicken oder vielleicht gezielt erst einen Tag später. Das heißt, ich kann es viel, viel genauer beobachten und persönlicher eigentlich auf die Leute eingehen, als wenn ich alles manuell machen müsste. Wieso hast du dich genau für die Lösung von Idea2 entschieden? Idea2 setzt ja sehr viel Mautic ein. Mautic ist eine Open Source Marketing Automation Lösung und was ich daran sehr sympathisch finde, dass zum einen die Daten dort gespeichert werden, wo ich das möchte, beziehungsweise ich bestimme den Server selber. Und da ich einige gerade auch Banken, Versicherungen in meiner Kontaktliste habe, war damit das mir recht wichtig. Und zum anderen sind natürlich auch die Kosten sehr tief. Und ich glaube, die meisten kennen es. Man ist selbstständig, man hat Serverkosten, man hat irgendwelche E-Mail-Cloud-Kosten, man nutzt vielleicht noch Spotify, man nutzt Slack, man nutzt Trello. Das heißt, die Kosten kommen immer mehr und mehr. Und wenn ich dann noch ein teures CRM oder eine teure Marketing-Automation-Plattform hätte, ist mir das einfach schlichtweg zu teuer gewesen. Und da fand ich Mautic eigentlich recht attraktiv, beziehungsweise dann auch mit den Services von Idea2, dass ich genau das nehmen kann, was ich brauche, sehr angenehm. Dann würdest du sagen, es hat sich für dich gelohnt? Unbedingt, ich habe es auch schon mehr als 10 Mal, glaube ich, weiterempfohlen und Dankeschön. wird es auch wieder nehmen, ja. Schön, bin ich froh. Was hat dich am meisten überrascht, wo du es genutzt hast? Eigentlich wie einfach es ist. Also du hattest mir das alles eingerichtet oder beziehungsweise das Team von Idea2 hat mir alles eingerichtet und dann habe ich das bekommen und es hat schon ein bisschen Skeptik davor, ein bisschen Angst. War dann aber erstaunt, wie super es geht. Ich bin recht stolz. Ich habe jetzt gerade letztens die ersten Landingpages selber gebaut und automatisiert. Diese Einfachheit hat mich wirklich sehr überrascht. Das freut mich. Hast du irgendwas, das du teilen willst? Also was hat am meisten Spaß gemacht? Was hat dich vielleicht auch überrascht, was du damit erstellen konntest? Also am meisten Spaß macht das Kampagnen bauen. Wobei da kommt vielleicht auch so ein bisschen mein Online-Marketing und Strategie-Background raus, dass ich einfach gern mir die Strategien überlege. Ich schicke eine E-Mail raus und was passiert dann? Der Nutzer liest die und will er dann sofort die nächste E-Mail oder soll ich vielleicht erst 2 Tage warten? Was passiert, wenn er die E-Mail gar nicht gelesen hat? Soll ich ihm dann die gleiche E-Mail nochmal schicken mit einem anderen Betreff? Wo schicke ich ihn dann hin, auf welche Seite, was muss ich ihm zeigen. Deswegen macht enorm Spaß, sich da reinzudenken und das dann wirklich umzusetzen und dann irgendwann mit ein bisschen Angst den Start-Button zu drücken, dass die Kampagne losläuft. Das macht Spaß. Super. Ja, du bist ja mittlerweile schon ein richtiger Profi. Ich weiß, es macht immer Spaß, mit dir Sachen umzusetzen. Gibt es was, was du auch anderen Leuten weitergeben willst? Hast du irgendwas gelernt? Also ich glaube, zum einen ist es eben wirklich wichtig, dass man nicht nur ein cooles Tool hat, sondern dass man auch eine gute Strategie dahinter hat. Das ist enorm wichtig. Und wie ich vorgegangen bin, ich habe wirklich Step by Step automatisiert. Also wirklich vom Newsletter an, den ich mal automatisiert habe, bis hin zu Marketing, Sales, Mails, Landingpages. Also Stück für Stück. Und ich glaube, das ist auch für die Kunden angenehmer, wenn sie nicht sofort merken, wow, jetzt wird alles vom Computer gesteuert, sondern es gibt gewisse Sachen, die ich auch weiterhin persönlich beantworte, wo ich mir umgekehrt vielleicht aber von Mautic selber einen Reminder schicke. Ich kann ja auch Mautic sagen, es soll mir Bescheid sagen, wenn X Kunden eine E-Mail geöffnet haben und kann dann selber individuell entscheiden, wie ich darauf reagieren möchte. Und ich denke, das ist noch recht wichtig, dass man das bemerkt und auch wenn technisch ganz, ganz viel geht und wahrscheinlich noch viel mehr, als ich gerade schon mache, vielleicht Step by Step vorgehen. Mhm. Hey, super. Vielen, vielen Dank, Sophie. Danke für diese spannenden Einblicke und weiterhin viel Spaß.
Ja, vielen Dank dir und um ehrlich zu sein, habe ich gerade schon die nächsten Adressen parat gemacht und weiß schon, was ich als nächstes mit Nautic baue. Sehr cool. Viel Spaß damit. Danke!